Servus, hallo, hier ist der Sascha von Bike24. Wir sind heute in Holzkirchen bei Specialized. Ich habe den Bernd bei mir. Servus, schön, dass wir da sein dürfen. Bernd ist Produkttrainer von Specialized und hat uns heute das Stumpjumper mitgebracht. Wir haben vorhin mal gerätselt, die neunte Generation. Ja. Bernd, du, ich hätte ja schon nach der dritten Generation gedacht, jetzt muss ja irgendwie mal das Maß voll sein. Ihr habt ein geiles Produkt entwickelt, aber ihr entscheidet euch immer wieder weiterzuentwickeln. Ja, also wir sind bei weitem noch nicht am Ende angekommen. Natürlich sind wir mit der 9. Generation noch mal einen Schritt weiter gegangen. Gerade was Thema Steifigkeit, also gerade Rahmenentwicklung angeht, haben wir noch mal einen Riesensprung nach vorne gemacht. Uns war halt eben wichtig, dass die Punkte zwischen Steuerer und Redlager ist mehr oder weniger verantwortlich für die Torsionssteifigkeit von dem Rahmen. Das heißt, alles, was da irgendwie eine gewisse Verbindung in sich bringt, hat halt ein indifferentes Fahrgefühl. Das heißt, da wurde halt wirklich nochmal drauf Wert gelegt. Gerade mit dem Sidearm-Design wurde nochmal die Torsionssteifigkeit erhöht. Der Rahmen wurde nochmal leichter, also gerade was Large und Extra Large angeht, sind wir nochmal 100 Gramm leichter geworden. Bei Small und Medium sogar 250 Gramm. Und es ist halt vom Fahrgefühl gleich noch was ganz anderes, weil es einfach viel direkter ist. Das heißt, was bringt das gute Stück auf die Waage? Also wir haben jetzt hier das Stumpjumper Short Travel stehen, in der Top-Ausstattung. Da müssten wir bei 12,1 Kilogramm sein. Sportlich. Was natürlich mit der Rahmenentwicklung einhergeht, ist hinten Dämpferanlenkung und Kinematik. Hier mit unserem Shocklink, wo eben zwischen Shocklink und Dämpfer ein Flipchip, heißt es bei uns, verbaut ist. Wenn ich die Geometrie um ein halbes Grad anpasse im Steuerrohrwinkel, verändert sich natürlich auch die Tretlagerhöhe. Das heißt, da komme ich ein Stück höher mit dem Tretlager und mit dem Reach werde ich ein Stück kürzer. Außerdem ist es so, dass wir mittlerweile einen metrischen Dämpfer verwenden, was eben bei der alten Generation nicht der Fall war. Das heißt, hier ist quasi dem Kunden freie Wahl gelassen, was verbaut er für einen Dämpfer, wenn er irgendwas nachrüsten oder pimpen will. Okay. Genau. Gehen wir weiter Richtung Sattelstütze. Hier verbauen wir unsere hauseigene Command Post. In der S-Works und Expert Modellausstattung kommt unsere Command Post zum Einsatz mit 160 mm Hub. Bei den Medium, Large und Extra Large Modellen, bei den Small Modellen ist die 130 mm Variante verbaut. Bei den anderen Modellvarianten sind wir bei der X-Fusion Manic mit 150 mm Hub. Bei den größeren Modellen, beim S-Modell, sind wir bei 120 mm Hub. Dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter unten am Rahmen. Unsere SWAT-Box, da wo die tolle Bike24 Flasche drin hängt, ist größer geworden. Also es ist wirklich ein Feature, was es nur bei uns gibt, dass du wirklich den Rahmen, ein Staufach hast, wo du Schlauch reinpacken kannst, einen Riegel reinpacken, eine Regenjacke, einen Döner oder was auch immer, was man auf der Fahrt braucht. Also das ist wirklich ein tolles Tool. Das heißt, da habe ich noch einen extra Stauraum, den brauche ich jetzt nicht irgendwo im Rucksack packen, wenn ich eine kurze Abendrunde drehen will, sondern schmeiß alles da unten rein und habe die Möglichkeit eben auch noch eine Flasche zu verstauen. Also eben die ist ein gutes Stück größer geworden, auch die Öffnung ist größer geworden und wird jetzt direkt im Rahmen befestigt. Macht das Ganze schön multifunktional, das Bike. Auf jeden Fall, also gerade abends, wenn man irgendwie eine Runde dreht, du weißt, das ist alles drin, du fährst einfach los und du brauchst keinen Rucksack in dem Moment dabei. Genau, vielleicht kurz hier oben noch, ein nettes Feature, gerade bei S-Works und Expert Modellen, habe ich hier unser SWAT CC, also SWAT steht für Storage, Water, Air and Tools. Das unten ist die SWAT Box, da oben haben wir SWAT CC, wo ich quasi ein Multitool mir reinpacken kann. Das verschwindet hier unten drin. Mache das Ganze zu und habe es immer mit dabei. Also eigentlich auch echt nettes Feature, alles was das Bikerleben eigentlich leichter macht. Wandern wir ein bisschen nach hinten, was super cool ist, aber ein relativ unscheinbares Anbauteil eigentlich ist unser Kettenstriebenschutz. Der wurde wirklich speziell für dieses Bike neu entwickelt. Stell dir vor, du bist im Schwimmbad, machst einen Bauchplatscher. Also die Person ist letztendlich die Kette. Ja. Wenn ich irgendwo flach auf eine Kettenstrebe schlage, ist es erstens laut, zweitens tut es weh. Wenn ich jetzt hier mit unseren Noppen, die wir hier dabei haben, die Kette aufschlägt, wird quasi diese Schwingung gebrochen. Ja. Das heißt, die Frequenz verändert sich von der Kette und ich habe einfach ein viel ruhigeres Laufverhalten. Also ihr werdet es später spüren, wenn ihr das Bike noch fahrt. Es ist ein extrem ruhiges Laufverhalten, es fühlt sich einfach enorm satt an. Und als Schlusspunkt würde ich jetzt noch kurz auf Reifenfreiheit vielleicht eingehen. Natürlich passen 650B Plus Laufräder mit rein. Wir liefern es bewusst mit 29 Zoll 2.6 aus. Okay. Das ist auch die maximal freigegebene Reifenfreiheit bei unseren Bikes oder im Speziellen beim Stumpjumper, weil wir einfach der Meinung sind, dass gerade die 29 Zoll Räder enorm gutes Überrollverhalten haben und eigentlich nur Vorteile bieten. Bernd, vielen Dank für den Einblick. Sehr gern, schön, dass ihr da wart. Es war wunderbar. Euch vielen Dank fürs Zuschauen. Wäre cool, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Und ich denke mal, ich mache mich jetzt ab auf die Trails. Viel Spaß!
So. Weg mit dem Ding. Ciao, ciao.